Na, hi, ho, Tachchen, wer bist denn du eigentlich? Ich bin der Marc. Na gut, woher kommst du? Was tust du? Also, ich bin jetzt hier gerade aus München gekommen. Ich bin, von Bonago. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von Bonago und wir machen Gutscheine und Benefitsysteme, was ganz cool ist. Ah, Benefitsysteme. Mhm. Na gut, was glaubst du, wo du gerade bist? Wenn du deine Firma hättest, wo würde sie besser funktionieren? In der Fantasy-Welt oder in der Sci-Fi-Welt? In der Sci-Fi-Welt? Das muss man jetzt mal kurz erklären, was die Sci-Fi-Welt ist in deiner Oh, Definition. was eine Sci-Fi-Welt ist. Okay, da kannst du dir denken auf verschiedenste Arten und Weisen. Technologie, Leute haben Körpermodifikation, so einen robotischen Arm. Ja, Das könnte für dich utopisch sein, dass es Leuten gut geht. So diese Sachen, wo du siehst, überall grüne Rasen und diese unglaublich hohen Wolkenkratzer oder alles runtergekommen. okay, Und Fantasy, naja, gut, das weißt du. das weiß ich. Ich glaube, in beiden Welten würde mein Business funktionieren, weil wir haben was damit zu tun, dass Leute beschenkt werden, belohnt werden und ich glaube, das passt in beide Welten gut rein. Ach so, sagst du, dass du im Mittelalter jetzt ein paar Handouts schon gerne sehen würden? Na du, im Mittelalter ist auch geschenkt und belohnt worden oder es gab Bonus-Upgrades oder sonstige Themen, tolleres Schwert, ein besseres Schild. Meine Güte, das haben sie damals auch gebraucht, jetzt mal ehrlich. Na gut, du hast selber studiert, würde ich mal glauben, Ja, ich habe BWL studiert. War BWL. eigentlich nicht das, was ich studieren wollte, aber eigentlich wollte ich Geschichte studieren. Ich habe mir aber gedacht, okay, ich will weder Lehrer noch arbeitslos werden, also mache ich was Vernünftiges. Na gut, ja, heutzutage, wenn man so sieht, Lehrer, hm, ist nicht so toll. Mhm. Glaubst du, wärst glücklich gewesen als Lehrer? Nee, weil ich brauche Leute, die Interesse an dem Thema haben und engagiert sind. Und ich glaube, bei den Schülern ist es meistens so, du hast vielleicht 10, 15%, die kannst du wirklich packen. Und wenn du ein guter Lehrer bist, packst du vielleicht 30%, aber die anderen sitzen nur die Zeit ab und das wäre ziemlich frustrierend. Warst du selber erste oder letzte Reihe? Ich saß in der Mitte drin, Oh, aber ich habe die Schule einfach nur abgesessen eigentlich. Ich war woanders engagiert. Ich war bei den Pfadfindern ach, ein und da habe ich Pfadfinder. voll mein Engagement ausgelebt. Wirklich? Ich Mhm. weiß gar nicht, wie es in Deutschland funktioniert. Gibt es da auch so Abzeichen und all das? So wie Ja, man so. aber ganz, ganz reduziert. Aufgrund der deutschen Historie hat man alles, was da irgendwie so uniformmäßig oder so sein könnte, sehr, sehr stark reduziert. Na gut, reduziert war es, aber hat es denn ein paar Abzeichen? Ja, es gab bei den Pfadfindern, wo ich war, da gab es immer Namen, Tiernamen für die Gruppen. Also wir waren die Schwalben oder die Elche oder sowas. Und du warst? Früher Schwalbe, später Elch. Und wir waren sehr stolz drauf. Und der Hintergrundgedanke ist, dass du dir immer die guten Eigenschaften so ein bisschen abschaust und davon das was weitergibst. Was ist die gute Eigenschaft von 'ner Schwalbe, dass ihr euch gut hinlegen könnt? Die Frage habe ich jetzt befürchtet, dass die kommt. Sorry. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, eine Schwalbe kann ziemlich gut fliegen mit ziemlich wenig Aufwand oder so. Und beim Elch, ich weiß es nicht. Es gab halt so ein paar und wir haben uns einfach eins ausgesucht. Das Wichtigste war einfach die Gruppe und der Gruppenzusammenhalt und dass du halt sehr früh schon sehr verantwortungsvoll Dinge machen konntest, weil das ist so eins der Prinzipien. Und, für mich war es zum Beispiel, ich habe als 15-Jähriger eine Altpapiersammlung organisiert. Damit konnte man damals noch Geld verdienen, Altpapier zu sammeln. Das wurde nämlich verkauft, dann an Altpapierhändler. Und das ist schon ein bisschen was, weil du musst da 50 Leute koordinieren, du musst 4, 5 LKWs besorgen, du musst dir die Genehmigung bei der Stadt einholen. Und das muss ich sagen, das hat es wirklich gebracht, weil dadurch habe ich halt einfach gemerkt, man kann Dinge machen und man kann sie selbstständig organisieren. Und du musst Leuten auch einfach nur was zutrauen und dann kommt schon was raus. Wow, mit 15, das klingt ja schon mal 20 Mal besser, als ich da war. Haben dich deine Eltern dazu motiviert oder warst du da richtig von allein motiviert? Ja, meine Mutter hat irgendwann gesagt: „Du bleibst jetzt nicht zu Hause rumsitzen nachmittags. Du gehst jetzt mal mit 'nem anderen, der da bei den Pfadfindern ist.“ Ich habe mich dann 4, 5 Mal drum gedrückt und dann bin ich rein und dann war ich total begeistert, weil früher war ich eigentlich schüchtern eher als Kind. Ach, ein schüchternes Kind. Aber du hattest dann trotzdem noch gut Freunde in der Schule und all das? Ja, das schon, genau. Und dann eben auch durch die Pfadfinder, weil das war auch super. Also, ich war im Gymnasium, da hast du natürlich eine Kategorie von Menschen und bei den Pfadfindern, da hattest du alles vom damals hieß es noch Hauptschüler oder heute ist es, glaube ich, Mittelschüler, Realschüler, also quer durch. Und das war gut. Das tut gut, wenn du da weiterhin vererdet bleibst. Ha. Okay, also, so ein bisschen mit den Stühlen kann man hier so sagen. Jetzt mal nicht in der Business-Art und Weise. Wie gerne magst du's eigentlich, Risiken zu nehmen? Risiko zu nehmen. Ja, nehmen wir jetzt mal irgendwie okay, ich habe keine Ahnung von Instrumenten, aber
am Sonntag ist ein Klavierkurs, da gehe ich jetzt hin. Mhm. Das finde ich ziemlich attraktiv. Ich finde es auch ziemlich attraktiv, einfach irgendwo hinzufahren, mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen, noch nichts geplant zu haben und dann einfach mal schauen, was passiert. Und das Coolste ist, da hast du eigentlich die besten Erlebnisse irgendwie. Hast du ein paar Beispiele? Hast du schon mal sowas gemacht? Naja, also auf Reisen sind es Themen. Ich war mal in Italien, in Venedig, und da sind wir an so einem Laden vorbeigekommen, in einer Werkstatt. Und es war ein Gondelbauer und den haben wir dann einfach angequatscht. Und das war dann echt toll, was der Mann zu erzählen hatte über sein Handwerk, was er macht, wie er in den Beruf dazu gekommen ist und über wie viele Familientraditionen das schon ist. Aber das auch an anderen Stellen, einfach mit den Leuten reden, weil das ist so spannend, was die Leute teilweise zu erzählen haben. Und du kriegst auf einmal ganz, ganz andere Lebenswelten mit. Und das reizt mich einfach, weißt du? Das ist so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen inputsüchtig. Also je mehr ich lernen kann von jemand, ist vielleicht auch so, wenn ich auf einer Party bin und ich unterhalte mich mit jemand und da kommt nichts Spannendes raus, dann gehe ich eigentlich schnell weiter. Aber mit anderen Leuten, das ist das Bereichernde für mich. Also würdest du sagen, dass du eher extrovertiert eingestellt bist? Ja, wenn ich quasi unterwegs bin, dann extrovertiert. Ich selber würde mich, glaube ich, gar nicht so extrovertiert bezeichnen. Also für mich ist ein Extrovertierter, der kommt rein in den Raum, der füllt von vornherein den Raum aus. Das bin ich nicht. Ich bin mehr wie so eine Kobra, die schaut und dann schnappt sie zu, wo es interessant ist. Ah, okay. Das war jetzt kein Kobra-Reflex bei uns, gell? Aber ich habe reagiert. Okay, das hat mich jetzt so ein wenig rausgebracht. Okay, wenn du jetzt neue Sachen machen willst, Ja. und das ist jetzt eine sehr klassische Frage, Mhm. was würdest du lieber, Schrägstrich, weniger lieb machen, weniger gerne machen? Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping? Beides für Leute mit Höhenangst, absoluter No-Go. Weniger. Oder mehr? Sag in Bungee. welche Richtung? Bungee. Ja. Gründe? Also Fallschirm, da habe ich noch irgendwie was dran. Das ist fast wie eine Karosserie und da muss ich einfach nur runter und da fliege ich einfach raus aus dem Ding. Und Bungee, ja, da habe ich dieses Rauf und runter und mir wird schnell schwindlig. Also ist der Schwindelfaktor einfach. Ich kann auch kein quasi Kinderkarussell fahren. Auch nicht mal das Kinderkarussell. Ja, das ist schon die höchste Belastungsgrenze. Aber so, wie heißen denn diese Berg- und Talbahn oder Achterbahn? Das wäre für mich der absolute Horror. Also warst du noch nie mal auf so einem Teekarussell, genau, wo es sich dreht und dann drehen sich die Teedinger noch innen drin? Nee, nee. Mach einen großen Bogen drumherum. Hast du nicht manchmal diese unfundierte Angst, dass du anstatt von dem Fallschirm irgendwie aus Versehen deinen normalen Rucksack mitgebracht hast und sich dann kurz mal dein Essen Nee, hinten entleeren? das hätte ich, glaube ich, nicht. Ich würde Wirklich? mir schon kurz vorher den Fallschirm anschauen und ich würde mir den angucken, der mir den Fallschirm umpackt. Und da würde ich dann meine Risikoabschätzung drauf machen. Ach so, wenn da jetzt die Person steht, die dich in der Mittelschule oder halt in der weiterführenden Schule gehasst hat, dann mal lieber doch zurückbleiben. Ja, wenn das der wäre, dann vielleicht schon. Nein, dann würde ich noch den zweiten fragen, der daneben steht. Aber also wenn er kompetent rüberkommt, dann vertraue ich ihm. Ach so. Also ich glaube an Experten. Das ist allgemein so eine Stellung, die man einnehmen sollte, hoffe ich mal. Ja, das ist für mich auch so ein Lebenskredo. Also das Thema ist, wenn jemand einen Job macht, dann sollte er voll und ganz davon überzeugt sein. Und er sollte Spaß dran haben. Weißt du, das Leben ist so kurz und deswegen solltest du die Zeit, die du verbringst, und du verbringst sehr, sehr viel Zeit in der Arbeit, solltest du genau überlegen, willst du dieses oder jenes machen. Und ich habe in meinem Berufsleben schon so viele Leute gesehen, die einfach unglücklich sind oder die unengagiert sind oder auch einen schlechten Service machen. Das kann mich zur Weißglut bringen, weil ich mir denke, hey, was machst du in dem Job? Geh raus, mach was anderes, was dich glücklich macht und was deine Kunden nicht belastet. Und das ist, finde ich einfach, ist es super wichtig. Also für mich ist es so, ich habe eigentlich immer das, was ich gemacht habe, super, super gern gemacht. Deswegen habe ich auch nie wirklich arbeiten müssen. Und für mich hat dieses Thema Work-Life-Balance noch nie eine Rolle gespielt, weil mein Work hat mir einfach Spaß gemacht. Ich beschäftige mich gern damit, im Kopf auch abends noch weiter. Hm. Dann hast du jemals an dir gezweifelt, trotz allem? Beruflich oder privat oder? Allgemein. Ähm, ja, also ich hinterfrage mich natürlich. Also ich frage mich schon öfters, habe ich das richtig gemacht oder habe ich die Interaktion mit jemand richtig gemacht? Also wenn man das nicht macht, dann ist man, glaube ich, ein Narzisst. Und Ja. also das bin ich definitiv nicht. Und deswegen hinterfrage ich mich natürlich auch. Aber ich glaube, die Dinge, die ich bisher gemacht habe, die sind ganz gut gelaufen.
Jetzt mal ein krasser Themawechsel, weil es auch eine Mhm. Sache ist, die mich groß interessiert. Und du scheinst ja jetzt relativ alles so relativ raus zu haben, aber siehst du dich selber als erwachsen? Ne. Ja, das ist das Problem, nicht wahr? Ja, ich frage mich immer, warum die Leute mich ernst nehmen. Also, ich fühle mich nicht alt. Ich fühle mich so, ja, wie wenn ich gerade 18 vorbei bin. Gut, ich bin ein bisschen gereifter und manche Dinge macht man anders aufgrund der Erfahrung, aber ich frage mich sehr, sehr oft und denke mir: „Oh, wieso nehmen die mich so ernst?“ Richtig, jetzt damals als Kind, ne, du guckst zu Mutti hoch und denkst dir: „Ja, sie ist erwachsen“, ne? Mhm, Und dann mhm, jetzt irgendwie 20 Jahre später denkt man sich: „Er hat doch selber keine Ahnung gehabt, oder?“ mhm. Na ja, du, das Thema ist ja auch, dass man sich so denkt: „Oh, ist erwachsen oder ist alt?“ Du, das relativiert sich mit der Zeit. Ja. Also, manche werden mich jetzt sehen, werden denken: „Oh, was will denn der alte Sack?“ Ich fühle mich total jung. Ei, ei, ei. Ich hoffe, das war jetzt nicht auf das Alter angespieltes Ei, ei, ei. Ja, nein, nein. Es ist einfach nur schlimm, dass man irgendwie anscheinend niemals erwachsen wird, nicht wahr? Das ist doch super. Ich finde es super, weil da ist unheimlich viel Kreativität und Offenheit drin. Und das sollte man sich, glaube ich, ziemlich, ziemlich lange oder bis zum Ende eigentlich erhalten. Ist doch was Tolles. Weil was macht ein Kind, einen Jugendlichen aus? Der ist offen für Erfahrung. Was macht einen alten Menschen aus? Der ist schon zu, der ist schon abgeschlossen. Und ich glaube, du musst doch immer so einen einen Wandlungsprozess haben, wenn du auch mal siehst, wie schnell die Welt sich jetzt dreht, was sich alles verändert. Wäre doch schade, wenn man das nicht mehr mitmachen kann. Das stimmt wohl. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, also da habe ich jetzt erstmal in der Geschwindigkeit der Situation jetzt nicht gerade so drüber nachgedacht, aber so eine alte Person, da gibt es ja auch genau 2 verschiedene Arten von denen. Die Mhm. Person, die bockig ist und von nichts mehr wirklich beeindruckt Nichts werden mehr kann. will. Mhm. Oder halt die, die gerade noch mit Paar 80 auf Partys geht und Mhm. immer Mhm. neue Leute kennenlernt. Also ich habe kürzlich die Mutter eines Kollegen von mir erlebt auf einer Geburtstagsfeier. Die war 84 Jahre Uh, alt. Hallo Andrea. Die ist den ganzen Abend bis morgens um 4 auf der Tanzfläche rumgehüpft und hat getanzt. Die spielt noch aktiv Tennis. Und ich dachte mir, hey, genial, so möchte ich auch mal sein, wenn ich so alt bin. Und ja, es macht Spaß, mit solchen Leuten dann auch zu reden, mit denen zusammen zu sein. Und das finde ich cool. Das ist ein Vorbild für mich. dann let's go, streng dich an. Mhm, Ich genau. meine, ne? Ich sollte ein bisschen mehr Sport machen, habe ich gehört. Ja, ja, es ist Arbeit, mit 84 noch so aktiv auf den Ja. Beinen zu sein. Glaubst du, hast du jemals sportliche Aktivität gehabt? Leider zu wenig. Also Ich Pfadfindern ist arbeite dran. Ja, das ist nicht so Sport. mhm, Ich arbeite dran, weil ich weiß, dass man es machen sollte, um gesund zu bleiben. Ich muss aber für mich noch die richtige Sportart finden, weil ich brauche eine Sportart, die nicht nur den Körper bewegt, sondern wo der Kopf auch mit dabei ist. was würdest du dann sagen über Kampfsport? Könnte sein, aber das ist mir zu regulatorisch. Du musst ja diese Bewegungen alle perfekt ausführen. Ich habe es gerne ein bisschen kreativ dabei. Am liebsten würde ich Mannschaftssport machen, aber in meinem Job, wo ich auch vertrieblich sehr viel unterwegs bin, hast du halt nicht diese Konstanz, dass du jeden Dienstagabend oder irgendeinem Zeitpunkt eben da bist und das immer machen kannst. Dadurch ist es sehr schwierig. Ah, du bist ziemlich viel am Rumreisen dann, nicht Mhm, wahr? mhm. Na gut, das ist schon mal ein großer Nachteil, dass du nicht wirklich wo mitmachen kannst. Aber du bist sehr viel unterwegs. Was ist der Ja, coolste doch Ort? einiges. Wo warst du? Also außerhalb Deutschland, hoffen wir mal. Der coolste Ort, Ja. oh, ich war mal während meiner Studienzeit auf dem Austausch in Japan. Das fand ich schon sehr beeindruckend, weil die Kultur ganz, ganz anders ist, ganz, ganz anders tickt. Und ich werde jetzt, Freitagnacht fliege ich nach China, gehe mit auf so eine Delegationsunternehmerreise mit 30 Leuten. Das wird, denke ich, auch sehr, sehr spannend. Und ich finde es vor allem spannend, weil ich war das letzte Mal vor 4 Jahren dort mit was Ähnlichem in Shenzhen. So ein bisschen mitzubekommen, wie da die ganze Ökosphäre ist, wie sich das jetzt innerhalb von 4 Jahren nach der Pandemie verändert hat. Interessiert mich. Und zum anderen möchte ich so ein bisschen sehen, wir haben ja gerade so eine Weltpolitik, wo sich alles so in Blöcke aufspaltet, da auch wieder Berührung zu haben mit Chinesen, um zu sehen, okay, das sind auch nur Menschen wie wir. Und es gibt keinen Grund, dass wir uns viel zu sehr da abgrenzen müssen. Ist auf jeden Fall sehr offene Art und Weise, das zu sehen. Ist Mhm. sehr schön. Wenn du jetzt so viel rumreist, ne, Mhm. gibt es so dieses eine große Problem, Jetlag. Aber da du das viel machst, wirst du langsam
resistent dagegen oder ist es immer noch genauso schlimm? Naja, das ist jetzt eher privat, dass ich so reise, also nicht geschäftlich. Wenn ich beruflich viel reise, dann ist unser Markt eben Deutschland. Da habe ich das Jetlag-Problem nicht. Aber mir gibt das Thema Reisen eigentlich ja eher Power und Energie. Also ich bin gern unterwegs, ich bin gern auf einer Messe, wo wir dann unsere Produkte, unsere Unternehmen ausstellen. Das hat so einen besonderen Energielevel, so einen Drive irgendwie. Aber deswegen bin ich vielleicht auch ein echter Vertriebler im Herzen. Für andere Leute würde das vielleicht als total anstrengend klingen und die würden sagen, nee, ich mag das nicht und ich möchte lieber auch jeden Tag in mein Büro kommen und wissen, was ich zu tun habe. Und in meinem Berufsumfeld ist es halt ständig neue Impulse und immer wieder flexibel drauf einstellen. Und das finde ich genial. Hm. Dann mit all deinen Erfahrungen, was sind denn so die 3 größten Tipps, die du Leuten in ungefähr meinem Alter geben würdest fürs Leben? Also ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, wenn du dir überlegst, was du machen willst, such dir das aus, wo du dahinter stehen kannst. Und das ist natürlich die schwierigste Frage, die man sich selber stellen kann. Bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Freunde, also die Leute, die mich gut kannten, gesagt haben, ja Marc, du bist so ein Vertriebler. Und ich habe gesagt, für mich war das wie ein Schimpfwort. Weißt du, habe ich an so einen Versicherungsvertreter gedacht und habe mich immer dagegen gewehrt und habe Wirtschaftsprüfung, Controlling studiert. Ich wäre da totunglücklich, wenn ich heute Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Controller wäre. Und die haben das schon erkannt, dass das in mir geschlummert hat. Und das ist eben das Thema, das musst du rausfinden. Frag Leute, Freunde, Verwandte, Bekannte, die dich kennen. Und dann schau dir genau die Berufe an. Und dann überleg auch, was du brauchst. Bist du flexibel genug, dass du immer mit neuen Situationen umgehen kannst? Oder brauchst du einen geordneten Rahmen? Weil das ein oder andere Berufsfeld hat mehr von dem oder vom anderen. Und wenn du das für dich findest, dann ist zumindest mal berufsmäßig das eine Erfüllung. Glaube ich, ist mein Glaubenssatz. Ja, das ist eine gute Sache. Also meinst du, andere kennen dich manchmal um einiges mehr, als du glaubst? Zumindest wenn die dir zumindest damals schon gesagt haben. Naja, andere sagen dir vielleicht das, was du selber nicht hören willst oder was in deinem Idealbild nicht so drin ist. Und damit muss man auch umgehen können. Na gut, das war jetzt ein stark ausformulierter Punkt 1. Mhm. Noch 2 weitere? Also wirklich finde das, was du machen willst. Mhm. Ähm, dann, also fürs eigene Leben meinst du noch? Oder Sag. ja. Also nutz die Zeit. Nutz die Zeit wirklich, verschieb nicht auf morgen. Also den Fehler habe ich auch gemacht, mache ich immer noch irgendwie. Und jetzt habe ich ein paar Situationen im privaten Umfeld gesehen, wo ich mir dachte, okay, das Leben ist so kurz, also man sollte wirklich jeden Tag leben. Da gibt es ja immer diese tollen Sprüche, da ist auch sehr, sehr viel Wahres dran, aber es ist manchmal sehr, sehr schwierig, das wirklich umzusetzen. Und das sollte man machen. Und da glaube ich auch, dass deine Generation das schon viel, viel besser macht, als meine Generation das gemacht hat, weil wir haben immer mehr so auf morgen verschoben, das Leben. Ach, so habe ich Das das ist nicht der gesehen. zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, glaube ich, das ist so ein Thema, wo es ja ein bisschen so einen Clash zwischen den Generationen gibt. Dieses Thema Work-Life-Balance oder manchmal auch Life-Life-Balance. Da kann ich nur sagen, und ich weiß, damit werde ich mir wahrscheinlich keine Blumen ernten, von nichts kommt nichts. Und wenn ich gerade auch mal so schaue, wie wir stehen im Vergleich zu anderen Ländern, asiatischen Ländern oder sonstigen Themen, denke ich mir, okay, nur mit Life-Life-Balance geht es auch nicht, sondern man muss schon was machen, das, was passiert, das, was kommt. Und wir haben hier sehr viel erarbeiteten Wohlstand aus der Vergangenheit und wir müssen einfach innovativ bleiben, dranbleiben, fleißig bleiben, um das für die Zukunft auch zu sichern. Das ist was, was mich schon irgendwie bewegt, wenn ich an unser Land denke. Na gut, das waren sehr interessante Punkte. Jetzt natürlich das Und wie dritte. siehst du den letzten Punkt? Das dritte ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig heutzutage. Man versucht natürlich, also vor allem, ich würde selber sagen, würde versuchen, dass ich so wenig wie möglich arbeite, weil mir ansonsten nicht viel vom Tag übrig bleibt, wenn ich halt um 9 weggehe, um 5 zu Hause bin, einkaufen gehe und dann schlafen gehe. Aber das ist natürlich auch ein Extremfall. Aber das ist ja die Frage, was deine Arbeit ist oder ob du nicht eine Arbeit finden kannst, die wirklich total spannend ist, die dich erfüllt, in der du drin aufgehen kannst. Das Ding ist, ich brauche eine Arbeit, die mich erfüllt Mhm. und ein Hobby, das mir Spaß macht. Und das sind 2 Sachen, die sehr unterschiedlich sind am Ende des Tages. Hast du ein Hobby? Natürlich, ja. Was ist dein Hobby? Ich
bin sehr tief darin, große Welten zu bauen. Okay. Also, das heißt, das ist vielleicht nicht so was, Also was man virtuelle Welten dann auch, oder? ja, ich habe riesige Dokumente, sehr viele Zeichnungen, sehr viele Charaktere, Geschichten, Orte, Ja. Länder, Strukturen von einer Welt, die nicht existiert. Und das mache ich halt einfach, wenn ich gerade so Aber Freizeit habe. da könntest du doch auch ein Business draus machen. Das klingt für mich ein bisschen ähnlich wie Rollenspiele oder virtuelle Welten. Und da könntest du ja dann andere auch dran teilhaben lassen, könntest gleichzeitig was bauen, was aufbauen. Das ist aber das Das könnte doch ein Thema sein, oder? Das ist aber das Ding. Ich möchte das wirklich, wirklich, wirklich nicht zu meinem Business machen. Ich möchte das sehr stark getrennt haben von Geld verdienen. Ach, dass du es im Privaten Sobald belässt, ich oder? damit Geld verdiene, sind da nämlich gewisse Erwartungen dabei. Nicht wahr? Es Mhm. muss einen bestimmten Qualitätsgrad haben, es muss eine bestimmte Geschwindigkeit rauskommen. Ich glaube, das wird groß den Spaß davon wegnehmen, oder? Du, glaube ich nicht. Muss ja nicht unbedingt sein. Also du musst ja kein Unternehmen werden, das Geld über alles steht oder Profit über alles stellt, sondern quasi das einfach das finanziert, was du da machst und wo du was machst, was den Leuten, die es nutzen, was bringt. Weil sie haben mehr Erfüllung, sie haben mehr Spaß, sie können Kreativität ausleben, je nachdem, was da für Funktionalitäten auch drin sind in der Welt. Also ich sehe das nicht wirklich so als Widerspruch. Ja. Also, Vielleicht irgendwann, wenn ich 30 bin oder das Ding groß genug gewachsen ist, nicht wahr? okay. Na gut, dann einmal vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Gut.